So, willkommen zurück zu einem Meme-Update-Video. Wir werden uns heute AMC anschauen. Werden wir nächste Woche squeezen? Werden wir noch im März squeezen oder nicht? Dasselbe gilt für GameStop. Wir machen, weil es jetzt sehr interessant ausschaut, ein Update für Beyond. Wir werden uns auch ein klein wenig FFR anschauen, Trump und Weber. Und vor allem, heute werde ich versuchen, wirklich ganz clear und ganz genau euch zu zeigen, welche Versionen für jede Aktie jetzt am wahrscheinlichsten sind, damit absolut kein Missverständnis mehr da ist für die nächsten Moves. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo kommt wieder am Ende des Videos oder ihr sucht einfach nach der Playlist Fractal Method auf meinem Kanal. Okay, na dann springen wir gleich rein in AMC. So, heute für alle Aktien wieder die ganze Geschichte, damit jeder auf dem gleichen Level ist. Für AMC, als allererstes ohne meine Methode, wir sind in einem Megaphone-Pattern. Ich weiß, wir sind jetzt schon unter das Megaphone gefallen. Wir sind allerdings noch immer in der Nähe der Linie, somit passt das. Wann auch immer jetzt der Squeeze sein sollte, unser nächstes ganz großes Ziel ist natürlich die obere Trennlinie von diesem Megaphone und das ist, so deppert es sich anhört, irgendetwas zwischen 700 und 1000. Schauen wir mal. Für meine Methode, wir sind, egal wie man sieht, egal wie hoch der Squeeze geht oder was auch immer, wir sollten jetzt am Ende von dem zweiten Fractal sein. Egal was jetzt nachher kommt, wir sollten auf jeden Fall jetzt irgendwann Upside sehen. Wie könnte diese Upside ausschauen? Ich bin einer von denjenigen, die das als Zwei-Part-Squeeze tracken. Warum? Ganz einfach, weil ich tracke 2020 und 2021. Ja? Ein-Part-Squeezes. Ich meine, ich freue mich, wenn wir ein Ein-Part-Squeeze machen. Ja, warum nicht? Für mich persönlich ist es allerdings, dass Ein-Part-Squeezes nur zweimal aufgetaucht sind in AMC. Und das war 2024 und 2025. Und ich persönlich möchte keinen Ein-Part-Squeeze sehen jetzt. Also, wenn wir einen Ein-Part-Squeeze zum Top hier machen, okay, perfekt. Alles andere wäre für mich ein Ein-Part-Squeeze, wo wir diese Trendlinie hier rejecten. Und das wäre natürlich schlecht. Ja. Weil 2024 war ein Ein-Part-Squeeze, aber es war einfach nur ein Intra-Trend-Squeeze und 2025 auch. Also ich hoffe, dass wir ein Zwei-Part-Squeeze machen, weil ein Zwei-Part-Squeeze für mich eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass wir wirklich hier raufkommen. Wie würde jetzt ein Zwei-Part-Squeeze ausschauen? Oder eher, wie hoch würde der erste Part gehen? Ja? Da schauen wir uns einfach 2021 an. Ja? Weil hier hatten wir auch eine wunderschöne Trendlinie, wo wir die ganze Zeit nach unten gefallen sind. Dasselbe, was wir jetzt über die Jahre auch gemacht haben. Dann hatten wir einen Ausbruch zu unserem A und einen Breakout-Retest auf dieser Trendlinie. Dasselbe erwarte ich hier jetzt eigentlich auch. Wir haben eine wunderschöne Trendlinie. Wir sind jahrelang gefallen. Wenn wir jetzt einen Ausbruch kriegen, sollten wir danach wieder einen Retest von dieser Trendlinie bekommen. Wie hoch würde jetzt dieses A gehen? Ne? Dann nehmen wir von unserem Altered Low die FIB zu unserem Peak. Wenn man schaut, war das nicht nur ein Retest, es war auch ein Pullback auf die 618 FIB. Wenn das jetzt 1:1, wovon ich eher ausgehe, passieren wird, dann schauen wir einfach, wenn wir von unserem absoluten All-Time-Low derzeit zu unserem Top gehen, wie hoch müsste es gehen, damit der Retest nachher nicht die Linie bricht und auf die 6.18 FIB unterfällt. Und in dem Fall wären wir genau in der Range. Ja? Irgendetwas zwischen 100
und 150. Ja. Danach, wie gesagt, wir machen unser Top, sollte relativ schnell gehen. Also ich würde annehmen von 3 Tagen bis 2 Wochen, irgend sowas, sollten wir unser Top bekommen. Also wenn es dann langsam anfängt. Und dann bekommen wir einen sehr starken Pullback. Ich nehme mal auch mindestens eine Woche, bis wir wieder runterknallen. Ja. Unser Ziel wäre, wenn wir jetzt marschieren, irgendwas bei 7,62 Cent. Wie lange würde jetzt das dauern? Wie lange würde es dauern nach dem Pullback, bis wir unseren zweiten Part bekommen, unser C? In der Sache, man muss halt dazu sagen, Fractals wiederholen sich immer. Und ich würde nicht sagen 1:1, aber die speziellen Landmarks sind immer dieselben. Ja. Es wird allerdings auch immer größer und länger. Wenn man sich jetzt anschaut, in 2020, von unserem ersten Part zu unserem zweiten Part, waren das 125 Tage. Ich gehe, wenn wir das jetzt wirklich wiederholen, davon aus, dass es mindestens das Doppelte dauern würde. Also ich gehe davon aus, wenn wir das in den nächsten Wochen, Monaten bekommen, sehen wir den zweiten Part nicht dieses Jahr. Nein. Also ich würde davon ausgehen, dass der zweite Part dann Jänner bis Mai 2027 passieren würde. Deswegen kein Financial Advice. Selbst wenn ihr Aktien habt, also nicht nur Optionen, solltet ihr irgendwann hier plötzlich einen Rejection sehen, also dass es sich wieder umdreht, ich persönlich würde das nicht halten. Also Optionen werden so und so sterben, aber auch mit Aktien macht es keinen Sinn. Aber komplett eure Entscheidung. Okay. Squeezen wir nächste Woche. Dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt diese Woche gemacht haben. So. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wenn wir bis diesen Freitag nicht unser High Low machen, sehe ich 0% Chance, dass wir nächste Woche was Großes sehen. Wir haben unser High Low nicht gemacht bis diesen Freitag. Somit, ich stehe dazu, ich sehe für nächste Woche absolut keine Chance, dass wir es kriegen. Null. Ja. Was wird dann passieren? So, normalerweise, das habe ich auch in den letzten Videos gesagt, AMC mag keine doppelten Böden. Ja. Hat man hier gesehen, hat man hier gesehen, hat man hier gesehen, hier und hier. Ja. Doppelte Böden, vor allem wenn man ein wirkliches V sucht, also einen wirklichen Boden, bedeuten für AMC nur, es wird weiter runterfallen. Wenn man sich das jetzt Ganze hier auf dem 30-minütigen Chart so anschaut, könnte das ausschauen, als wäre das ein Boden. Wenn man näher ranzoomt, ist das schon wieder ein doppelter Boden. Ja. Ich gehe also davon aus, dass wir unser V noch nicht erreicht haben. Aber wir machen das jetzt komplett eindeutig und einfach mit Versionen. Fangen wir mit der bullischen Version an. Das hier reicht, warum auch immer. Es ist kein doppelter Boden und das hier ist unser V. Bedeutet 1,12 war unser V. Was passiert jetzt? Im besten Fall gehen wir nächste Woche rauf und machen unser Higher Low. Dieses Higher Low wird nicht über 1,28 gehen. Bis Freitag fallen wir wieder runter. Dann haben wir unseren Boden und unser Higher Low. Für die Sache können wir dann in der zweiten Februarwoche squeezen. Und ich habe das ja in den letzten Videos schon gezeigt. Es gibt für das einfach nur 2 Varianten. Entweder wir machen jetzt, wie gesagt, bis Freitag unser Higher Low und wir springen in der zweiten Märzwoche das hier und squeezen. Ja, stehe ich dazu, kann sein. Wenn nicht, machen wir dieses Higher Low bis Freitag. Die zweite Februarwoche rennen wir rauf zu unserem A. Dieser Peak von diesem A wird an der 200 EMA rejecten. Ja? Das wäre die zweite Februarwoche. Dritte Februarwoche. Wir fallen runter zur 0,5. Welche 0,5 wäre das? Wir nehmen von unserem Allzeit Low zu unserem Peak, dann die FIB, 0,5 oder 0,16. Das wird der Pullback. Das wäre dann der Pullback in der dritten Märzwoche. Und
Dann haben wir die Chance in der 4. Märzwoche zu squeezen. Das wäre Version Nummer 2. Version Nummer 3 ist, wenn das hier unser Boden ist, wir machen dieses High or Low nicht nächste Woche, sondern wir rennen gleich rauf zur 200 EMA. Nächste Woche, 1. Märzwoche. Bedeutet, in der 2. Märzwoche machen wir diesen Pullback und in der 3. Märzwoche sind wir dann hier und haben die Chance zu squeezen. Das sind die einzigen Alternativen, die ich derzeit habe. Und natürlich, wenn das hier nicht unser Boden ist, weil der doppelte Boden wie immer halt doch zählt, ja, weil 2021, 2024, 2025, es war nie ein doppelter Boden. Nie. Es war auf dem 30-minütigen Chart, war nie ein doppelter Boden. Bedeutet, wenn das hier nicht unser W ist, ja, bedeutet das, wir werden Montag, Dienstag, die Antwort kriegen wir hundertprozentig, ein neues Low finden. Und im besten Fall machen wir noch immer bis Freitag das Higher Low. Ja. Alles in Sachen Zeit orientiert sich derzeit einfach nur an diesen 2 Landmarks. Ja. Wir machen entweder beide oder eins davon. Ja. Aber eins davon ist dringend notwendig. Wir squeezen nicht vom Wie. Haben wir nie gemacht. Ob wir es nie machen werden, weiß ich nicht. Ja? Aber keine einzige Aktie ist vom Boden gesqueezed, vom Wie gesqueezed, noch nie. Es gab immer ein Higher Low oder es gab immer ein A. Schauen wir mal. So, na dann springen wir gleich rein zu GameStop. So, für GameStop auch wieder das Gleiche. Machen wir wieder die ganze Geschichte, damit jeder auf demselben Stand ist. Ich werde von der absolut bärischen Variante jetzt nicht reden, weil es macht keinen Sinn. Ich mache jetzt einfach nur das, was am wahrscheinlichsten ist. Das, was am wahrscheinlichsten ist, dass April 2020 war unser Allzeitlow. Das heißt, wir machen jetzt unser Makro Higher Low. Ja. Das Makro Higher Low bedeutet, das wird unser Higher Low. Ja. Und wenn man das so sieht, dann ist das hier nur das A von diesem Higher Low. Was wir jetzt sehen wollen, ist das B von diesem Higher Low. Ja. Und das C, muss man dazu sagen, das wird dann irgendwann in 5, 6, 8, 10 Jahren sein. Dann kann man es vielleicht wieder mit shorten. Ja. Ob das dann noch jemanden interessiert, ist die Frage. Aber im Großen und Ganzen, das nächste, was wir jetzt sehen wollen, ist dann ein Squeeze zu unserem B. Wo wäre der Top von diesem Squeeze? Ich weiß, das sind sehr viele predikten, dass es so 1000, 5000, 1 Million raufgeht. Ja. Mag sein. Für mich persönlich ist unser Ziel für unseren Squeeze diese Trendlinie. Diese hier. Bedeutet, im Jänner 2021, das war unser Rejection Line für unser A. Und ich gehe davon aus, wir werden dasselbe diesmal auch machen. Wir können zwar wie 2008 ein bisschen drüber gappen, aber nicht viel. Also für mich ist unser nächstes Preisziel für GameStop 350 bis 500. Wie würde der Squeeze ausschauen? Im Gegensatz zu EMC wird dieser Squeeze wirklich einfach ein One-Part-Squeeze werden. Ja? Genauso wie 2021, genauso wie 2024 im Mai. Wir schießen nach oben, genauso wie hier und hier. Wir werden sofort in derselben Woche runterknallen. Ja? In dem Fall wird das sogar fast ein Breakout-Retest wieder werden. Ja? Also wenn wir jetzt hier hinaufschießen, zu unseren, sagen wir mal 366, dann wird unser Breakout-Retest wieder runtergehen zu $30. Ja? Und dann in kürzester Zeit schießen wir aber nochmal nach oben. Ja? Dasselbe, was wir 2021 und 2024 gemacht haben. Das wird allerdings unser Lower High.
Ja? Und nach dem, ich meine, davon gehe ich aus, das wird so 2, maximal 3 Wochen dauern, diese ganze Geschichte. Der Pullback danach, der wird Jahre dauern. Dasselbe wie 2021, dasselbe wie 2024. Der wird wirklich Jahre dauern. Wohin wird er zurück pullbacken? Ja, also sagen wir mal 360 ist unser Peak. Dann ist unser Pullback-Target 59. Einfach der 0,5. Ist ein normaler B-Pullback. Und danach kommt unser C. Das kann dann entweder bei 800 oder wirklich ein wirklich großer Ausbau sein. Okay, wie schaut es jetzt aus für GameStop? Squeezen wir nächste Woche oder nicht? Und auch hier werde ich 2 Varianten zeigen, ja? Um es absolut eindeutig zu machen. Auch hier muss ich sagen, ich meine, klar, EMC und GME laufen in Sync. Ich sehe für GameStop einfach keine Chance, nächste Woche irgendetwas Großes ein Squeeze zu machen. Was Großes, vielleicht, Squeeze zu machen, sehe ich keine Chance. Version 1. Version 1, ich meine, für beide Versionen sollte gelten, unser Boden war November. Für Version 1 ist das hier unser kleines Higher Low. Ja? Aber wir haben unser großes Higher Low noch nicht gemacht. Ja? Und das bedeutet, das machen wir jetzt gerade. Ja? Und zwar das letzte Higher Low, bevor wir squeezen. Ja? Unser Peak war hier, ja? Am 3. Februar, Lower High. Und was wir letzte Woche gemacht haben, seit Donnerstag, war das jetzt so? Ja, Donnerstag war einfach nur unser M. Das ist auch meine Main-Version. Ich glaube für GameStop, wir werden jetzt runterfallen, zumindest unter 22,78. Dann kommen wir noch einmal hoch, werden aber diese Trendlinie hier nicht brechen, also Maximum, weiß ich nicht, 23,77. Und dann machen wir unseren letzten Fall. Wohin geht dieser Fall? Wenn das Ganze hier unser Higher Low ist. Ja? Unser Higher Low endet immer in einem V an der A oder in einen 7,86 FIB Pullback. Also, wir müssten auf jeden Fall zu 21,16 runter. Ja? Im besten Fall, genauso wie EMC, machen wir das bis nächste Woche Freitag. Dann sind wir hier. Das wäre dann das Ende unseres Higher Lows. In der zweiten Woche vom März, falls wir das bis nächste Woche Freitag schaffen, machen wir unseren Ausbruch von A. Wo sollte unser A sein? Unser A muss auf jeden Fall über die T-Linie, also irgendetwas über $28. Ich gehe davon aus, irgendwas zwischen 28 und $35. Das wäre die zweite Märzwoche. In der dritten Märzwoche fallen wir wieder runter, 0,5 oder 0,618 oder einfach ein Retest von dieser Trendlinie. Und in dem Moment, wo wir hier sind, sollte, wie vorher gezeigt, EMC auch fertig sein. Und dann squeezen beide. Ja? Im langsamsten Fall für Version 1 noch einmal das hier bis nächste Woche Freitag. Das hier 2. Märzwoche. Das hier 3. Märzwoche. Squeeze 4. Märzwoche. Schauen wir mal. Wie gesagt, es richtet sich diese Zeitlinie alles nach, wie schnell machen wir diese Landmarks. Für GameStop sage ich nur eins, weil die gleiche Sache für AMC ist, wenn wir dieses Higher Low gemacht haben, können wir das hier springen. Sagen wir so, wenn GameStop das hier bis Freitag macht und AMC sein Higher Low auch bis Freitag macht, no financial advice, würde ich in eine Position gehen. Weil okay, dann könnten wir das vielleicht springen. Ja? Ich mag es eigentlich nicht, Landmarks zu springen, aber das wichtigste Landmark ist dieses Higher Low. Ja? Schauen wir mal. Okay, zu Version 2. So, hier ist Version 2.
Für Version 2 ist noch immer November unser Boden. Das hier, unser Higher Low, reicht. Das war unser Higher Low. Und das hier ist schon unser klitzekleines A. Ja? Auch hier dazu gesagt, es wäre schon fertig und Montag, der 23. Februar, war unser 0.5 Pullback und unser Bounce. In dem Fall geht es ab jetzt nach oben. Ja? Aber nicht squeeze-mäßig nach oben. Ja? Wir würden jetzt raufgehen und würden jetzt unser kleines B formen. In dem Fall irgendetwas über $26. Ich nehme mal an, irgendwas zwischen 28 und 27. Ja? Wir gehen rauf, 0.5 Pullback für unser Gleis B und dann gehen wir rauf zu unserem C. Und dieses C ist gleichzeitig, wie auch schon in der ersten Version, unser A. Dann brauchen wir aber noch immer den 0.5 oder 0.618 Pullback von unserer FIB. Das ist die einzige Alternative, die ich auch habe für Jimmy. Ist möglich. Ich tendiere mehr zur Version 1. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn wir Version 2 machen. Und bevor auch gleich die Fragen aufkommen, ich sichere mich ab, weil ich beide Versionen oder mehrere Versionen sage, mir ist es absolut wurscht, ob ich recht habe oder nicht. Ja? Ich trade so, dass ich mir jegliche Version anschaue, die möglich ist. Ja? Ich werde nicht hier sitzen und, haha, ich hatte recht, der hatte Unrecht. Das ist mir absolut egal. Ich versuche euch nur jegliche Möglichkeit geben, auf alles zu reagieren, was ihr seht. Für Levels, für GameStop. Wenn wir über $25,49 gehen, ist die Version nach unten tot. Dann machen wir die hier. Wenn wir, ja, für die Downside ist es relativ hinfällig, aber ich bin der Meinung, sollten wir 23,71 nach unten brechen, machen wir Version 1. Ja? Und eine ganz wichtige Sache, sollten wir, warum auch immer, 21,18 nicht halten und sollten 20,49 brechen, dann kommt die komplett bärische Version zustande. Das ist die, wo GME zu 17 runtergeht. Es redet derzeit jeder drüber. Ich sehe es noch nicht. Aber wenn wir das brechen, ja. Und also dann garantiere ich euch, es ist nicht März und es ist nicht April. Dann hat man die Chance auf Mai, aber das dauert länger. Okay. Nächstes ist FFE. Das wird nicht so lange dauern. Ist einfach nur ein ganz, ganz, ganz kurzes Update. Für FFE ist jetzt die Sache, das sage ich gleich, machen wir es von ganz am Anfang. Ja? FFE hat seine IPO in dem kleinen Run zu seinem Allzeithoch gestartet, dann schönes Lower High gemacht, schöner Midpoint gemacht, riesiges T gemacht und dann sind wir zu unserem Allzeitlow runtergefallen. Preisziele. Wie immer, wenn man meine Preisziele 1:1 nimmt, dann wäre unser nächstes A bei 150, unser nächstes B bei 5000. Noch einmal, wie immer, diese Landmark von B ohne einen Forward Split keine Chance, meiner Meinung nach. Sollte diese Aktie keinen Forward Split machen, ist das hier unsere Linie, wo wir rejecten werden. Das bedeutet, das ist das allerhöchste der Gefühle. 150. Ich meine, ist auch nicht schlecht. Von 48 Cent. Unsere nächsten Ziele sind also für unser nächstes kleines A $4, für unser nächstes kleines B $34 und für unser nächstes C, höchstes der Gefühle, $150. Bevor wir ins Microtracking gehen, dazu sei allerdings auch eins gesagt, ich gehe nicht davon aus, wenn wir hier raufgehen, dass wir ein A, Pullback, B, Pullback, C machen. Ich gehe eher davon aus, wann immer dieses Higher Low dann fertig sein wird, schießen wir einfach nach oben. Warum? Weil wir das immer in FFE gemacht haben. Ja? Wir haben es hier wie Higher Low Run. Wie Higher Low Run. Ja? Und bei allen anderen genau dasselbe. Ja? FFE ist keine Aktie,
die langsam nach oben grindet und A, B macht, sondern einfach nur wie High Low C. Ja. Okay, jetzt schauen wir uns an, wie knapp sind wir dran. Ja. Und die Sache ist die, es schaut nicht mehr so schlecht aus. Für die Transparenz, wenn ihr meine anderen Videos anschaut, das frühe Tracking war, dass das Ganze hier unser Higher Low war. Da war das hier noch unser Boden und das wäre wunderschön unser Higher Low gewesen. Und das Main Tracking war eigentlich an dem Punkt, schießen wir nach oben. Ja, wir haben uns bewegt, nur leider in die falsche Richtung. Ja. Im Großen und Ganzen war das jetzt einfach nur unser kleines T. Ja, gut. Jetzt ist die Sache die. Das hier schaut sehr gut aus, dass das hier unser Boden und unser Wie ist. Jetzt sei nur eins dazu gesagt, und ich meine das wirklich für mich auch persönlich ernst. Sollten wir hier nochmal drunter brechen, unter 43 Cent, dann schaut es für mich persönlich meiner Meinung nach ganz schlecht aus. Ja, wir kommen in die Area, wo erstens Reverse Splits stattfinden, die Aktie delistet, OTC geht oder was auch immer. Ja, das ist die letzte Chance für mich persönlich für FFAI. Wie wird jetzt das nächste Tracking ausschauen? Ja? Also wenn das hier unser Boden war, dann brauchen wir jetzt einmal ein Higher Low. Dazu sei gesagt, entweder war das hier schon unser kleines Higher Low. Das schauen wir mal auf die Einstellungen hier. Das Higher Low geht ja immer vom Boden zum Peak. Und dann fällt es runter zu 768. Hier hatten wir einen ganz, ganz, ganz kleinen Peak drunter. Somit perfekt. Was ist das hier? Seitdem machen wir einfach nur ein zweites kleines Higher Low. Dann lösche ich das hier auch. Ja, was auch schon fertig sein sollte. Ja. Im Großen und Ganzen das Wichtigste ist, dass wir hier nicht mehr unter 43 Cent fallen. Bedeutet, wenn wir jetzt zwei kleine Micro-Higher Lows schon fertig haben, squeezen wir jetzt. Und hier ist das Problem, was ich immer schon gesagt habe bei FFAI. Das ist zwar ein kleines Micro-Higher Low, aber noch nicht das Higher Low. Ja. Wir werden jetzt sowas machen. Meiner Meinung nach. Ja. Das letzte große Higher Low für FFAI. Bedeutet, dieses Higher Low wird diese Trendlinie hier nicht brechen. 1,08 Dollar, 98 Cent, irgend sowas. Wenn wir damit fertig sind, dann haben wir die nächste Chance zu einem massiven Run. Wie lange das dauert, ist die Frage. Das letzte Mal, wir können uns noch anschauen, was war die letzten Male. Also im November 2024 hat das wie lange gedauert? 25 Tage. Im April 2024 hat es 14 Tage gedauert. Schauen wir mal. Also, wenn das nur 14, 25 Tage dauert, dann schaut das sehr gut aus für April. Ja. Wie gesagt, nicht mehr den Boden brechen. Das wäre wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Okay. Nächstes ist Beyond. Und für Beyond werde ich euch heute auch genauso wie für AMC und Jimmy ganz genau die Versionen mit ganz genau zeigen, weil es schaut derzeit wirklich fantastisch aus, nur damit wirklich jeder weiß, was jetzt passieren könnte. Für Beyond, die IPO zur Wiederholung, hat in dem Run zu seinem Allzeithoch, zu seinem C gestartet. Ein wunderschönes Low High, wunderschöner Midpoint, wunderschöner T, runter zum Allzeitlow. Für die Ziele, für die Zukunft, A ist das, was wir jetzt als nächstes erwarten. Über T irgendwas zwischen 15 und 25 Dollar für unser A. Dann 0,5 Pullback zu unserem B. B ist bei 43 Dollar, 0,5 Pullback, dann zu unserem Allzeithoch. Wenn wir nicht irgendetwas Saudummes machen und einfach nach oben schießen. Ja, kann ich nicht sagen, weil wir haben noch nie ein A oder ein B gesehen. Wir haben nur den letzten Run zu unserem C gesehen. Ja. Schau mal.
Sind wir jetzt fertig? Was passiert als nächstes? So, einstündiger Chart. Unser Haupttracking war ja, dass das Ganze hier von Oktober bis heute ist einfach nur unser High Low. Das absolute bullische Tracking war Februar 2026, das Ende unseres High Lows. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu unserem A. Das A zwischen 15 und 25 Dollar. Jetzt war ja, bei den letzten Videos hatten wir mehrere Versionen. Version 1 war, wir brechen hier hinaus und auf geht's. Version 2 war, wir brechen hier drunter, Gap füllen und gehen erst dann. Somit, ich habe gesagt, wenn ihr diese Trendlinie hier brecht, dann ist Version 2 tot. Somit Version 2 ist tot. Ja. Bevor wir zu dem Ganzen hier noch gehen, ja, immer eine bärische Alternative haben, weil sonst wären die Fractal-Götter böse. Die einzige bärische Alternative, die ich nicht sehe, sage ich gleich, ist, dass wir jetzt gerade unser T formen. Ja? Bedeutet, wir fallen hier runter und suchen noch immer unseren Boden. Ist die einzige bärische Alternative, die ich derzeit habe. Ich denke es nicht, ja, aber ich zeige es lieber, weil jedes Mal, wenn ich sowas nicht gemacht habe, ja, wie bei FFE zum Beispiel, geht das ganz, ganz schlecht schief. Also ich habe es gezeigt, seid's lieb, okay? So, wir machen jetzt die bullischen Versionen. Version 1 ist diese hier. Und dazu sei auch gesagt, dass Version 1 die langsamste Version ist. Aber sie ist noch immer bullish. Wir sind auf dem einstündigen Chart. Version 1 bedeutet, das hier, dieser 20-30% Run am Freitag, war einfach nur unser Ausbruch. Das war unser Klein A. In dem Fall machen wir jetzt dann einen Breakout Retest. Ja. 0.5, 0.618. Ganz wichtig bei dieser Version ist, wir wollen nicht mehr unter diese Trendlinie fallen. Ja. Unsere Bounce Targets sind 82 Cent und 77 Cent. Ja. Aber nicht unter diese Trendline fallen, also nicht unter 76 Cent fallen. Ja. Wir können drunter wicken, aber nicht drunter bleiben. Ja, das wäre ganz schlecht. Nachdem wir das gemacht haben, laufen wir rauf zu unserem B. Dieses kleine B ist irgendwas über 1,26 $. Ich würde sagen 1,35 $. 0.5 Pullback von unserem A-Boden und dann raufen wir rauf zu unserem C. Dieses C ist gleichzeitig, und dieses kleine C ist gleichzeitig unser mittleres A. Dieses mittlere A muss über 1,60 $ sein. Ich nehme an 1,60 $, 1,90 $. Ja. Danach machen wir unseren 0.5 Pullback von unserem mittleren B. Das heißt, wir fallen wieder zu 1,12 $ runter und dann laufen wir rauf zu unserem B. Ja, dieses B wäre hier bei 2,70. Ja. Schauen wir mal. Das ist die ganz langsame Variante. Ja. Deswegen, ich könnte das jetzt noch weiter tracken zu unserem C, macht aber derzeit keinen Sinn, weil müssen wir halt mal schauen. Das wäre die ganz, ganz langsame Variante. Version Nummer 2 ist die, die ihr wahrscheinlich nicht mögen werdet. Ja, das ist die ganz langsame Version. Die bedeutet, dass wir brauchen ein großes High-Low zu dem hier. Ja. Bedeutet noch immer, wir laufen rauf zu 1,58. Wir werden nicht 1,60 brechen. Ja, also sollten wir bei 1,60 rejecten, wisst ihr, was los ist. Und das Ganze hier ist unser großes High-Low. In dem Fall würden wir runterfallen auf 76 Cent, nachdem wir raufgekommen sind zu 1,58. Ja. Und danach fängt der große Run an. Ja. Sehe ich noch nicht. Ja. Mir reicht eigentlich dieses High Low hier. Ja. Aber ein Kollege hat mich darauf hingewiesen, dass wir das ja auch öfters machen. Also als Alternative lassen wir das mal so stehen. Und
Version 3 ist, glaube ich, die Version, die euch am besten gefallen wird. Bedeutet nämlich, wir machen jetzt diesen Breaker-Tree-Test. Okay. Aber danach geht es nach A. Ja. Und zwar ziemlich steil bergauf. Ja. Ich mag die natürlich am liebsten. Ja. Ich muss allerdings auch sagen, ich mag sie nicht nur am liebsten, weil ich auch eine Position klarerweise drin habe. Aber wenn wir halt irgendetwas von Oktober, vom High Low wiederholen, ja, und das ist halt, dazu sei eins gesagt. Das größte Problem, bevor ich das zeige, was wir in Beyond haben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir haben nie gesehen, wie unser A und unser B ausschaut. Haben wir nicht, weil die IPO hat halt in dem letzten Run angefangen. Allerdings, wenn man sich halt den letzten Run zu seinem C anschaut, das war extrem vertikal. Dazu muss man auch dazu sagen, dass jeder Move zu den Hauptbuchstaben L, M, T immer sehr vertikal war. Ja? Langsamer Pullback, sehr vertikaler Anstieg zu den Punkten. Langsamer Pullback, extrem vertikaler Anstieg zum Peak. Extrem langsamer Pullback. Ich meine, okay, das war ein bisschen schneller, aber extrem vertikaler Anstieg zu seinem High Low. Also, ja, ich tendiere, da könnte ich vielleicht wirklich falsch liegen, weil ich einfach selber will, dass es bullish ist. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir sowas wie Oktober wiederholen. Wenn wir sowas wie Oktober wiederholen und wir sagen, wir nehmen das hier relativ 1:1, ja, dann gibt es derzeit 2 Punkte, wo wir sein könnten. Ja. Punkt Nummer 1 ist, so, wir haben hier unser Wie, auf jeden Fall schon. Ja. Das Higher Low haben wir meiner Meinung nach auch schon. Und wir haben jetzt 2 Punkte, wo wir sein können. Wir sind entweder gerade in dieser Pullback-Candle hier und in den Earnings laufen wir jetzt hier hinauf. In dem Fall wären Earnings, ja, irgendwas über 1,25. Oder dieser Run hier, der SEC 30%ige war schon das. Ja. Und dazu muss ich sagen, sage ich könnte das locker sehen. Weil wenn man sich das anschaut, wie hoch das hier gegangen ist und wie hoch das hier gegangen ist, ja, könnte ich dazu tendieren, dass wir das hier am Freitag gemacht haben. Das bedeutet, dieser Pullback ist das, was wir jetzt gerade tun. Das bedeutet allerdings auch, das kommt als nächstes. Ja. Und von unserem Wie zu unserem Top, das hat 5 Tage gedauert. Ja. Ich meine, klarerweise, unser Wie und unser Higher Low hat jetzt schon länger gedauert. Ja. Wir sind jetzt bei was? Ja, bei Tag 21. Ja. Aber trotz alledem, das sollte wunderschön schnell gehen. Schauen wir mal. Ja. Ich bin allerdings der Meinung, egal was man sieht, die bullische Version, wo wir ein neues Allzeitlow machen und diese Aktie stirbt, ist für mich persönlich vom Tisch. Ja. Vor allem jetzt, sie schreiben schon die perfekten News. Sie machen jetzt diese Energy Drinks mit dem Fake Meat. Sie schreiben jetzt schon die News, die sie verwenden können, warum das plötzlich einen Ausbruch hat. Es schaut super aus. Okay, nächstes ist DGT. Ja, ganz kurze Wiederholung für DGT. DGT hat seine IPO in dem Higher Low gestartet, ist dann extrem raufgerannt, ohne Pullbacks A, B, C. Ja, hat dann ein massives Lower High gemacht, ein massives M und ein massives T. Und jetzt sind wir zu einem neuen Allzeit-Low gefallen. Bevor wir hier ins Micro-Tracking gehen, was sind unsere nächsten Ziele? Also als allererstes, und das werde ich ganz genau zeigen, brauchen wir jetzt unser Higher Low. Nachdem dieses Higher Low fertig ist, ist unser nächstes Ziel A, irgendwas über 60, B,
irgendwas über 80 und C ist die Frage, ob wir allzeit hochbrechen, ja oder nein. Auch hier, so ähnlich wie bei Beyond, so ähnlich wie bei FFI, die Moves nach oben waren immer vertikal. Die Pullbacks langsam und grindy, aber die Pulls nach oben waren immer vertikal. Ich gehe also eigentlich nicht davon aus, dass wir ein A, Pullback B, Pullback C machen. Wann auch immer dieses High Low, was ich gleich zeigen werde, fertig ist, ich gehe davon aus, es wird sehr vertikal werden. Noch dazu sei gesagt, wir sind hier nicht in einem Zwischenpunkt. Wir sind hier nicht hier, wo wir erst zu unserem M rauflaufen. Wir sind nicht hier, wo wir zu unserem T rauflaufen. Für das, wir sind fertig mit diesem Fractal. Ja? Das nächste, was kommt, ist das hier. Ich sage jetzt nicht, dass wir dann so steil nach oben gehen, aber relativ vertikal, meiner Meinung nach. Ob wir allzeit hochbrechen oder nicht, sei dahingestellt. Aber wir sind jetzt genau hier, in dem Bereich. Dieses Fractal ist fertig. Ja? Wenn das Low ist. Ja? Wenn nicht, brauchen wir ein neues Allzeit-Low. Ja? Aber auch dann, wir sind hier am Ende. Okay, na dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt als nächstes brauchen. Auch hier für die Transparenz sei dazu gesagt, beim Item-Tracking war das hier unser Boden, das war ein Micro-High-Low und das haben wir als großes High-Low getrackt. Wäre super gewesen, weil dann hätten wir jetzt unser großes High-Low machen können. Leider sind wir hier drunter gebrochen. Ja, für mich gibt es keine Ausreden. Das war nicht Volatility oder sonst irgendein Scheiß. Nein, das war einfach nur unser T. Leider. Bedeutet, wenn das jetzt unser kleines High Low, unser Boden war, und zwar, ich rede von 17. Februar diesen Jahres, dann war das hier schon unser Micro High Low. Und das schaut extrem gut aus. Ja, Micro High Low fertig. Das könnte und ist für mich eigentlich schon eine sehr gute Bestätigung, dass das hier unser Boden war. Was passiert jetzt als nächstes? Wir brauchen jetzt zu diesem Micro High Low ein normales High Low. Bedeutet, wir werden jetzt hier raufgehen. Wir werden diese Trendlinie hier nicht brechen, also nicht über 13, 14 Dollar gehen und fallen dann runter zu unserem kleinen High Low. Ja? Das hier, wenn das hält, ist das für mich 90% Bestätigung, der Boden ist in. Was passiert dann danach? Können wir dann danach squeezen? Jetzt ist die Sache die, ihr seht ja, wir haben hier ein riesiges L, ein riesiges M, ein riesiges T. Ja? Selbst dieses kleine High Low, für mich persönlich, ist nicht groß genug für diese. Ja? Aber, weil wir nicht gesehen haben, wie groß das High Low in der IPO war, kein Financial Advice, wenn wir dieses High Low hier fertig haben, ja, würde ich, wenn ihr spielen wollt, auf jeden Fall in eine Position gehen. Vielleicht reicht das und wir machen was extrem Dummes. Wenn nicht, wenn dieses kleine High Low sich an die Regeln hält und es nicht reicht, dann haben wir zwei andere High Lows. Ja? Erstes ohne Sonderregel. Also machen wir es ganz einfach. Version 1, dieses kleine High Low wird reichen. Squeeze. Version 1. Version 2. Dieses kleine High Low reicht nicht und wir brauchen jetzt unser großes Makro High Low. Das wird dann so ausschauen. Ja? Es wird diese Trendlinie, unsere Haupttrendlinie, nicht brechen, also maximal 36 Dollar. Dazu sei gesagt, das könnte auch einfach eine gerade Linie nach oben sein, weil, wie gesagt, nach oben geht es immer schnell, aber der Pullback, der wird länger dauern. Ja? Sowas. Und in dem Moment, wo wir dann hier unten sind, dann wird es wirklich interessant, weil danach wird es dann lustig. Das wäre Variante 2. Variante 3, und das ist die allerletzte, ist, wir brauchen noch immer unser großes Makro-High Low. Aber ich zeige das ja auch immer am Anfang von meinen Videos und im Tutorial. Wir haben hier zwei Trendlinien. Ja? Und wenn ihr ganz genau schaut, dieses T hier ist zu kurz, um diese Trendlinie zu berühren. Ich habe das, wie gesagt, schon öfters gesehen, wenn das passiert.
macht man diese Spezialregel, wo man eine neue Trendlinie von unserem M zu unserem T zieht. In dem Fall wird das Makro Higher Low, ist dem Makro Higher Low nicht erlaubt, diese Trendlinie zu brechen. Das wäre meiner Meinung nach sogar die bullische Variante, weil das ist kürzer. Ja. Bedeutet aber in dem Fall, dass das Makro Higher Low nicht über $23 brechen darf. Ja. Auch hier kann das einfach vertikal sein und dann langsam runtergrinden. Und auch hier, der Punkt ist der interessanteste. Schauen wir mal. Ja. Zeitmäßig habe ich derzeit nichts. Ich muss erst sehen, ob sich dieses kleine Higher Low hier bildet. Ja. Also, dass es fertig ist. Ja. Aber DJT schaut wunderschön aus. Schauen wir mal. Okay. Und letztes ist Bull. Und auch Bull schaut verdammt fertig aus. Ja, komisch, dass plötzlich so ziemlich sehr viele Aktien in der gleichen Position sind. Es könnte nach einem ziemlichen Bullrun für Market ausschauen. Okay, auch Bull. Ich meine, okay, es ist halt erst ein Jahr alt. Ja, normalerweise sage ich dazu, ich hasse solche Aktien aus gutem Grund, weil man sieht halt zu wenig Price Action. Bull ist so eine kleine Ausnahme, aber normalerweise mag ich sie nicht. Aber auch Bull hat seine IPO einfach mit einer geraden Linie angefangen. Ohne ein A-Pullback, ohne einen B-Pullback. Dann ein Low High gemacht, großen Midpoint gemacht, großes T gemacht und zu seinem Allzeitlow gefallen. Ja, wenn dieses Allzeitlow hält. Nächsten Ziele sind für unser A über $10, für unser B über $18 und dann, ob wir Allzeithoch brechen oder nicht. Auch hier, genauso wie FFEI, genauso wie DGT, ich kann hier nicht ausschließen, dass wir etwas Dummes tun, nachdem das Higher Low fertig ist. Weil die einzige Variante, die wir uns anschauen können, ist die IPO, wo wir kein A und keinen B-Pullback gemacht haben. Ja? Ist dieser Boden jetzt langsam in? Na, schauen wir mal. Auch hier leider selbe Falle. Unser ursprüngliches Tracking war, dass das hier unser V war und das hier unser Higher Low. Und das ist dann runtergebrochen, somit das war nicht unser Higher Low. Auch hier kleine Warnung, wie bei AMC. Ja, ich habe nur damals das nicht beachtet. Wir hatten hier einen doppelten Boden. Es hätte, ich weiß nicht, ob dieselbe Regel für Beyond gilt, ja. Derzeit ja. Aber dieser doppelte Boden hätte vielleicht schon anzeigen können, dass das hier ein neues Low bilden wird. Ja, schauen wir mal. Derzeit haben wir aber keinen doppelten Boden, sondern einen wunderschönen Weg runter, eine Candle und gebounced. Und dazu sei auch gesagt, wir sind wunderschön wieder mal an unserer großen Trendlinie rejected. Was ist das jetzt also? Das ist unser Higher Low. Das hier ist das letzte Higher Low, was wir machen werden, in meiner Meinung. Bedeutet, wir müssen jetzt noch hier runter zu 5,63. Ja, also das wäre unser C, Lower High, Midpoint. Wir fallen hier noch einmal runter, rauf, T. Und das wäre unser Higher Low. Wie lange würde das dauern? Ich gehe davon aus, dass wir dieses Higher Low nächste Woche beenden werden. Ja? Und dann kommt der Ausbruch. Wie würde der ausschauen? Jo, relativ vertikal. Ja? Weil ich gehe davon aus, mein voriges Tracking war ja, wenn dieser Boden hier gehalten hätte, dass unser A-Peak Ende März gewesen wäre. Ja? Jetzt mit dem wird dieser A-Peak Ende April sein. Aber das sind 8 Wochen. Ja, schauen wir mal. Und dazu sei gesagt, ausschließlich nur dann, wenn wir nichts Dummes machen. Ja? Also no financial advice. Ich würde halt erstens, wenn man Kontrakte spielt, Juni, Mai schauen und halt auf 10 spielen. Ja? Wenn wir was Dummes machen, super.
dann erst recht macht man jetzt recht Geld. Wenn nicht, macht man auch Geld. Ja? Es schaut aber super aus. Okay. Ich glaube, wir haben heute alles. Ja. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen länger das Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Erklärvideo hier. Playlist hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir ein Abo. Wir sehen uns.